Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute die Aktien von Snowflake, Dell und Pure Storage an nach den Quartalszahlen, wie die Aktien darauf reagiert haben und ob die Aktien ein Kauf sind oder lieber doch nicht. All das gleich in diesem Video. Spannende Reaktionen nach den Quartalszahlen bei den drei Unternehmen, wie die einzelnen Aktien reagiert haben und ob das auch gerechtfertigt ist, das werden wir gleich in der Analyse machen und uns näher anschauen. Natürlich wie gehabt in der Chartanalyse, aber auch der Fundamentalanalyse. Doch bevor ich anfange, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, fangen wir auch gleich schon mal an mit der ersten Aktie und das ist die Aktie von Snowflake. Ihr seht sie hier auch schon im Chart, im Tageschart. Ja, die Aktie hat nach den Quartalszahlen eigentlich ganz gut reagiert. Die waren auch deutlich besser als erwartet, dementsprechend auch ein ordentlicher Sprung bei der Aktie im Aktienkurs. Und was genau ist passiert? Ja, die Snowflake-Aktie hat die Erwartungen der Analysten sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz übertroffen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass das Unternehmen im zweiten Quartal den Sprung in die Gewinnzone geschafft hat. Das sehen wir auch hier mit den deutlich besseren, mit dieser deutlichen Überraschung beim Gewinn. Ja, 30% besser als erwartet, das ist schon ordentlich. Und auch der Umsatz konnte auch glänzen und stieg auf 1,14 Milliarden Dollar und hat damit auch die Analystenschätzung übertroffen. Grundsätzlich, die Prognose für das dritte Quartal fiel ebenfalls leicht besser aus als erwartet und die Aktie, ja, nach Bekanntgabe der Zahlen ist deutlich gestiegen, das seht ihr hier auch im Chart und die positive Bewertung durch die Anleger, ja, das spiegelt der Aktienkurs entsprechend wider. Analysten sehen die Aktie als günstig bewertet und trauen ihr weiteres Aufholpotenzial zu. Die verbesserte Finanzergebnisse und der Sprung in die Gewinnzone heben die Stimmung deutlich. Und ja, tatsächlich ist Snowflake so ein bisschen wieder auf dem aufsteigenden Ast, nachdem wir nach dem Börsengang so ein bisschen eine Durststrecke gehabt haben, wenn wir mal ein bisschen größer hinauszoomen. Sehen wir dass die Snowflake-Aktie doch, ich sag mal, hier im Tal der Tränen war, eine relativ lange Zeit und tatsächlich auch sehr, sehr volatil. Also wenn man das hier mit ein bisschen Trading begleitet hätte, konnte man hier doch einiges an Gewinnen machen. Aber jetzt glaube ich auch, und so sind die Quartalszahlen auch gewesen, dass man hier vielleicht auch womöglich entsprechend einen größeren Aufwärtstrend sehen könnte in den nächsten Quartalen. Und generell gefällt mir natürlich auch, dass Snowflake im Grunde fast schon ein Basisinvestment ist im Bereich KI, weil sie eben auch gerade in dem Bereich Data-Aufbereitung, Data-Management etc. Zu Hause sind. Und das ist, finde ich, im aktuellen Megatrend KI doch durchaus interessant. So, gucken wir uns mal die Quartalszahlen an und natürlich auch die Bewertung, ob die Aktie jetzt interessant ist. Grundsätzlich von der Charttechnik her sind wir gerade so an einem wichtigen Widerstand und ihr seht es hier auch schon. Bevor wir in die Quartalszahlen oder bevor wir in die Fundamentalzahlen hineingehen, sehen wir, dass wir hier diese Widerstandszone haben von diesem Zwischenhoch bei ungefähr 240 Dollar. Also da ist die Aktie gerade aktuell dran. Sie ist mehr oder weniger leichter drüber, aber rein charttechnisch möchte ich jetzt sehen, dass wir hier diese Zone zumindest halten und nicht wieder tiefer beziehungsweise unter die 230 Dollar Marke fallen. Sollten wir da drunter fallen, rein charttechnisch, dann ist es dann doch die Gefahr da, dass wir eben doch womöglich noch seitwärts laufen, aber aufgrund der sehr, sehr guten Quartalszahlen bin ich da recht optimistisch, dass wir hier die Aktie auch ja, diese Chartmarke aus dem Weg räumen sehen und entsprechend auch in den Bereich von 300 Dollar im Laufe des Jahres vielleicht sogar noch laufen sehen könnten. So, gucken wir uns noch die Bewertung an und wenn wir uns mal so die Bewertung anschauen, ist natürlich auch das Wichtigste, dass wir hier dieses Umsatzwachstum haben und das ist noch immerhin ist natürlich abgeflacht, weil das Unternehmen natürlich, also ganz normale Reaktion, beziehungsweise ein ganz normaler Ablauf, ja, dass man so ein hohes Umsatzwachstum von über 100% nicht halten kann. Das geht rein nominal nicht. Aber man hat immer noch einen sehr, sehr hohen Umsatzwachstum, ja, von knapp 30% und das ist doch schon sehr, sehr ordentlich und wenn man das weiter halten kann, dann ist die relativ hohe Bewertung, die man hier mit dem KUV von 19 hat, dann doch schon sehr, sehr wichtig auch. Wenn wir mal die Aktie aber in Historie betrachten, dann ist sie natürlich vom Börsengang, ja, da kann man nicht anders sagen, als das war einfach ein bisschen zu euphorisch, zu übertrieben. Ja, da war der Hype drin. Dann die Konsolidierungsphase, die Realisierungsphase im Grunde. Und hier sehen wir, die Aktie hat im Grunde so einen Boden gefunden, was die Bewertung angeht. Ja, sie ist natürlich teuer bewertet, weil es auch entsprechend, ich sag mal, Zukunftsfantasie hat, Umsatzwachstum und da sind wir bei einem KUV von 20, wenn wir jetzt mal nur diesen Bereich nehmen. Aktuell
eigentlich recht fair bewertet. Das bedeutet, dass die Aktie im Zuge des positiven Momentums durchaus noch Potenzial hat, die Bewertung weiter auszubauen. Ja, also man kann durchaus im KUV-Bereich von 30 steigen, wenn es weiter so gut läuft. Hängt natürlich auch so ein bisschen vom Gesamtmarkt ab, aber ich sag mal, die Grundlage ist da, dass die Aktie entsprechend ganz gut performt. Aber wie gesagt, es ist keine günstige Aktie. Das bedeutet natürlich, wir haben auch ein gewisses Risiko, dass, wenn die Quartalszahlen die Erwartungen nicht treffen, beziehungsweise schlecht aufgefasst werden, dass wir hier auch entsprechend ein größeres Rückschlagspotenzial haben, wie wir es ja auch schon mal in der Vergangenheit hin und wieder mal gesehen haben. Ja, aber das bleibt natürlich nicht aus, aber ich sage mal so, Snowflake ist eine Aktie, die man eher langfristig hält und entsprechend auch diese Volatilität dann womöglich, also größere Rücksetzer, entsprechend dann für einen Nachkauf nutzen kann. So, kommen wir mal zu Dell. Und Dell, nachdem die ersten Quartalszahlen bzw. das Quartal 1 dieses Jahres sehr, sehr gut war, sind die Quartalszahlen im zweiten Quartal nicht ganz so gut aufgefasst worden. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Doch zuerst natürlich in eigener Sache noch eine kleine Bitte. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn es euch gefällt, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt. Das hilft mir in Form, dass der Algorithmus positive Anreize kriegt, das Video weiter auszuspielen, sodass mein Kanal weiter wachsen kann. Vielen Dank dafür und wir schauen uns mal die Aktie von Dell an. Und da sehen wir, Dell hat im zweiten Quartal jetzt ebenfalls eigentlich starke Zahlen vorgelegt. Der Umsatz und Gewinn haben die Erwartungen leicht übertroffen, jetzt nicht so sehr. Der Umsatz stieg jetzt insgesamt 19% auf fast 30 Milliarden Dollar und hat den Hauptgrund unter anderem, weil eben die Nachfrage nach den KI-Servern so groß ist. Der Ausblick war eigentlich auch recht gut. Man hat die Jahresprognose für Umsatz und Gewinn angehoben. Das ist tendenziell eigentlich an der Börse immer ein ganz gutes ein positiver Anreiz dafür, dass die Aktie eigentlich steigen sollte. Aber die Aktie ist tatsächlich gefallen und trotz der guten Zahlen fiel die Aktie nachbörslich deutlich. Und der Hauptgrund dafür war, dass die Anleger bei der kurzfristigen Gewinnentwicklung ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Und auch der Ausblick im Infrastrukturgeschäft war nicht ganz so stark, wie es eigentlich erhofft war. Und da ist es tatsächlich, wirklich nur so ein kleines Haar in der Suppe kann manchmal ausreichen, dass eine Aktie, die sehr hohe Erwartungen hatte, entsprechend dann auch zumindest kurzfristig einen kleinen Rücksetzer sieht. Ich glaube allerdings, dass Dell auch langfristig perspektivisch betrachtet, ja, gerade was den Computersektor, die PC-Sparte angeht, entsprechend auch noch ein großes Potenzial hat, dass hier eine Tauschwelle bevorsteht, ja, ein Generationswechsel im PC-Segment, ja, das kann natürlich dann auch entsprechend noch für Potenzial sorgen und das war auch unter anderem ein Grund, dafür, dass die Aktie auch so ein bisschen geschwächelt hat, sage ich mal, weil eben diese PC-Sparte nicht ganz so gut war, wie einige erhofft hatten. So, kommen wir mal zu der Charttechnik und da sehen wir die Aktie von Dell nach den ersten Quartalszahlen, die vor allem im Auftragseingang ja sehr, sehr gut waren, hat die Aktie einen ordentlichen Aufwärtstrend hingelegt. Jetzt durch die Quartalszahlen aktuell haben wir einen größeren Rücksetzer, aber wenn wir das Gesamtbild so betrachten, ist eigentlich nichts kaputt. Ja, wir sind immer noch in diesem Aufwärtstrend und im Grunde, gerade für langfristige Anleger, finde ich die Aktie auf dem aktuellen Niveau auch immer noch spannend. Da kann man entsprechend sicherlich schon mal eine erste Teilposition kaufen. Vielleicht auch ein bisschen Cash noch übrig behalten, dass man bei eventuell noch weiteren Rücksetzern ein bisschen nachkaufen kann. Aber ich glaube, langfristig hat Dell ganz gute Aussichten und ich denke, dass es hier auch eine Aktie ist, die man auch definitiv im Portfolio haben sollte. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber ich habe die Aktie selber auch im Depot. Ich habe sie ein bisschen höher leider eingekauft. Das heißt, ich bin jetzt aktuell im Minus. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo Cash finde, um nachzukaufen. Das ist leider bei meiner großen Watchlist nicht immer so einfach. Entsprechend, allerdings für die jetzt investieren wollen, ist vielleicht gerade jetzt aktuell ein ganz guter Zeitpunkt. Gucken wir uns mal an die Bewertung. Das ist natürlich jetzt auch, sagen wir mal, mit das Interessanteste. Und wir sehen zum einen das Umsatzwachstum, was ja aktuell auch ziemlich gut ist. Also das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. Und Umsatzwachstum, das entsprechend hoch ist, lässt natürlich auch eine entsprechend höhere Bewertung zu. Ja. Und wenn wir uns mal das KGV anschauen, dann sehen wir, okay, wir haben jetzt ein KGV von knapp 18. Das finde ich angesichts des guten Umsatzwachstums, gerade aus dem KI-Geschäft, finde ich das als
recht fair bewertet, ja, und auf dem aktuellen Niveau definitiv nicht zu teuer. Wenn wir uns mal das KUV anschauen, ja, das ist so ein bisschen eine bessere Kennzahl dafür, die ganze Aktie ein bisschen unverwässert zu bewerten. Und da sehen wir, natürlich ist die Aktie jetzt auch schon, wenn wir uns mal das KUV anschauen, jetzt relativ hoch, aber wir haben jetzt ein KUV von 1, knapp, ja, oder leicht unter 1 mit 0,9. Das ist angesichts von so einem Wachstum. Jetzt, wenn wir uns mal andere Player in dem Bereich anschauen, ist es jetzt auch eigentlich nominal gar nicht mal so hoch. Und tatsächlich glaube ich, dass es auch jetzt kein Grund ist, die Aktie jetzt nicht zu kaufen. Wie gesagt, was ich auch sehr, sehr gut finde und deswegen ist das KGV auch im Verhältnis zum KOV ein bisschen niedriger, ist, dass wir eine Verbesserung bei der Nettogewinnmarge sehen. Ja, die Bruttomarge könnte vielleicht auch, würde ich lieber sehen, wenn wir hier einen Aufwärtstrend sehen würden, aber zumindest die Profitabilität steigt und auch das Return on Investment Capital steigt. Ja, da haben wir jetzt Werte von knapp 30%, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Alles über 10 ist gut oder kennzeichnet eine gute Aktie aus, ein gutes Unternehmen. Und da sind wir jetzt bei 30 schon an einem sehr, sehr ordentlichen Wert. Wie gesagt, Dell ist meines Erachtens auch definitiv in Kauf und darüber hinaus nicht nur die Kurspotenziale, die wir sehen in der Aktie, sondern sind ein Grund dafür, sondern auch die Dividendenrendite von 1,6% könnten ein Kauf sein. So, kommen wir nun zur letzten Aktie, die meines Erachtens auch eine sehr, sehr spannende Aktie ist, gerade in dem Bereich KI, Datencenter. Da ist das Segment Storage, also Speicher, sehr, sehr wichtig und natürlich all die Daten, die KI braucht, die müssen natürlich gespeichert werden und je mehr Daten die KI zur Verfügung hat, desto besser ist das Ergebnis der KI am Ende natürlich auch und diese Daten müssen gespeichert werden und da ist unter anderem auch Pure Storage tätig in dem Bereich. Da sind auch andere Aktien sehr, sehr spannend, gerade die Speicherchip-Hersteller wie zum Beispiel eine SK Hynix und eine Micron, ja, das man nur so am Rande. Aber eben auch dieses Speicherstechnologie, ich glaube Software machen sie, sind dementsprechend auch hier ein Bereich, den man nicht außer Acht lassen sollte. Und wenn wir uns mal die Quartalszahlen anschauen, die waren auch deutlich besser als erwartet. Gerade was den Gewinn angeht, haben wir die Analystenschätzungen auch deutlich übertroffen, 10% besser als erwartet. Das ist schon mal ein gutes Stück. Und die Aktie hat auch dementsprechend positiv reagiert, hat rein charttechnisch jetzt auch diese Widerstandszone aus dem Weg geräumt. Ja, ich glaube, das war sogar ein Allzeithoch. Ja, also wir haben jetzt hier mit den Quartalszahlen ein neues Allzeithoch hochgemacht und das ist tatsächlich ja ein sehr, sehr gutes Zeichen. Vielleicht jetzt nicht sofort ein Kauf bei der Aktie, ja, weil wir jetzt aktuell natürlich nach so einem starken Anstieg, können wir kurz mal ausmessen, wie viel das war. Ich glaube, es waren ja knapp 30% innerhalb kurzer Zeit. Da ist es ganz normal, dass wir zumindest in den Tagen danach so einen leichten Rücksetzer sehen. Aber ich sage mal so, wenn die Aktie in den Bereich von unter $75 kommt, ist es definitiv ein Kauf. Und ich sag mal, wer das Risiko nicht haben möchte, dass die Aktie vielleicht auch gar nicht korrigiert, ja, das ist teilweise auch möglich, wenn das Momentum sehr, sehr stark ist, dann kann man auch auf dem aktuellen Niveau meines Erachtens durchaus kaufen, weil wir eben diese Anreize gesetzt haben, diese Chartsignale, dass wir eben ein neues Allzeithoch gemacht haben und das quasi durchaus ein Grund dafür sein könnte, mit Unterstützung der positiven Quartalszahlen, aber auch die Fundamentalzahlen sehen gut aus. Ja, das Umsatzwachstum ist auch da. Also insgesamt finde ich eine sehr, sehr spannende Aktie, die man auf dem aktuellen Niveau sicherlich auf der Watchlist haben sollte. Und was auch natürlich wichtig ist zu beachten, und das ist natürlich auch sage ich mal, genauso ähnlich wie bei Snowflake. Wir haben da relativ hohe Bewertungen, wenn wir uns das mal anschauen. Gehen wir mal in den Wochenchart. Ja, das KUV ist mit einem KUV von 8 ziemlich hoch. Ist nicht ganz so hoch wie bei Snowflake von an die 20. Aber das ist natürlich immer so ein kleines Risiko, dass wenn wir mal schlechte Nachrichten haben, also schlechte Quartalszahlen, die nicht ganz so gut waren wie erwartet, dass wir dann entsprechend auch ein Rückschlagspotenzial haben. Aber Pure Storage ist genauso wie Snowflake eine Aktie, die man langfristig haben muss, ja, und die dann auch über die nächsten Jahre vom KI-Boom profitieren kann. Und dieser Boom meines Erachtens wird noch einige Jahre anhalten und wir stehen da gerade erst am Anfang. Ich meine, 2013 kam ChatGPT. Und davor hat noch keiner davon träumen lassen können, dass wir heutzutage Bilder und Videos in HD-Qualität generieren können von der KI. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass der Wandel so schnell ging. Und ich glaube, dass viele eben dieses exponentielle Wachstum im KI-Bereich noch unterschätzen. Und wir sind dann noch ganz am Anfang. Und ich glaube, dass eben auch solche Aktien wie Pure Storage entsprechend stark davon profitieren können. Und das sehen wir auch schon so ein bisschen
an den Fundamentalkennzahlen, vor allem an der Profitabilität. Und das ist tatsächlich schon mal ein sehr, sehr positives Zeichen, dass Pure Storage hier einen ordentlichen Aufwärtstrend zeigt, was das angeht. Ja, die freien Cashflows haben ordentlich zugelegt, ja, die sind jetzt auf einem hohen Niveau stabil. Die also die Nettogewinnmarge, die schwankt noch so ein bisschen, aber ich glaube, dass wir eben mit einem steigenden oder mit einem größer werdenden Marktwachstum entsprechend auch das stabilisieren können, dass die Aktie und das Unternehmen nachhaltig profitabel ist. Ja, auf dem aktuellen Niveau, wie gesagt, finde ich die Aktie spannend und ist definitiv eine Aktie, die man zumindest mal auf der Watchlist haben sollte. Und bin gespannt, was ihr von den Aktien haltet. Schreibt gerne in die Kommentare und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, das würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen beim Wachstum. Und ja, wer weiß, vielleicht schaffen wir vielleicht noch die 3000 Abos dieses Jahr. Das wäre natürlich ultra cool. Wie gesagt, freut mich, wenn ihr dann bei einem von den nächsten Videos dabei seid, vielleicht auch beim Livestream. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, viel Erfolg und ciao.